Werte Vorsitzende, vielen Dank für die kurzen einführenden Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass mich Sedana gefragt hat, Mensch, möchtest du nicht nach Bremen kommen und was zur Antiinflammation erzählen? Wir haben jetzt sehr viel klinische Daten von den zwei Kollegen bekommen und ich mache so einen kleinen Schlenker auf die Seite, um vielleicht den einen oder anderen auch einen Hintergrund mitzugeben, wie man Volatile noch nutzen kann und was Volatile vielleicht doch können, woran wir gar nicht so denken. Muss ich natürlich auch, ist glaube ich jedem klar, der hier sitzt. Ich würde gern über die Antiinflammation sprechen, führend erstmal ein bisschen was Grundlagenwissenschaftliches. Da werden vor allem die, die es lang im Studium machen müssen, alle Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es geht ein bisschen um Rezeptoren, aber es erklärt auch vieles und vielleicht nimmt man das mit. Es geht dann um Bench-to-Bedside, da werden einige Studien kommen und vielleicht kann man das auch genau umdrehen, dass es eher von Bedside to Bench geht. Ich bin auch jemand, der seit 10 Jahren jetzt nahezu volatil sediert und das erst aus der Klinik gelernt habe, um dann an die Bench zu gehen, um zu gucken, was passiert denn da eigentlich. Es gibt inflammatorisch gesehen vor allem 3 Zustände oder klinische Situationen, mit denen ich Sie konfrontieren möchte. Das ist die Ischämie und Reperfusion, das ist ein Herzinfarkt, das ist eine Reanimation, das ist eine Organtransplantation. Das ist das ARDS, mein Hauptwissenschaftspunkt diesbezüglich und natürlich die Sepsis. Ich möchte aber nicht, dass Sie gehen und sagen, Mensch, geht ja alles mit Volatilen. Es gibt auch so ein paar Dinge, die gehen vielleicht nicht, die sind vielleicht auch nicht so optimal und die sind vor allem auch nicht optimal untersucht. Und da muss man dann eben weiterarbeiten, wer immer möchte. Gut, fangen wir grundlagenwissenschaftlich an. Dieses Bild ist quasi das, was uns täglich in der Klinik beschäftigt. Wir haben Patienten, die entweder einen oxidativen Stress haben, durch Ischämie, Reperfusion zum Beispiel, oder die eine Inflammation haben durch eine Pneumonie, durch der abdominale Sepsis, wie auch immer. Und dieses Ganze unterhält sich leider vice versa. Es ist ein Teufelskreis und unsere Aufgabe ist, diesen Teufelskreis medikamentös, interventionell, chirurgisch zu durchbrechen, um dem Menschen ein gutes Outcome zu liefern. Ich möchte beginnen mit, wenn es um Inflammation geht, wenn es um Volatile geht, dem GABA-Rezeptor. Ganz kurz, ein Hexamer, ein prinzipieller Chloridkanal. Interessiert uns nicht nur in Bezug auf volatile Sedation, ist ein bisschen unscharf. Hier ist GABA, hier ist Isofluran. Das Ganze dockt an der Alpha-Untereinheit an, aber auch Midazolam arbeitet hier und Propofol, aber an anderen Teilen dieses Rezeptors und hat andere Wirkungen. Wie kommt es jetzt? Das ist eigentlich das, was wir aus dem neuronalen System kennen, also deswegen schläft der Patient eigentlich. Aber was hat es mit Inflammation zu tun? Und da weiß man, das ist von 2013, jetzt in Bezug auf die Lunge, dass diese GABA-Rezeptoren in veränderter Form auch in der Lunge zum Beispiel vorkommen und in der Lunge unter anderem dafür verantwortlich sind, dass volatile Anästhetika in der pulmonalen Inflammation diese reduzieren. Sie wirken an diesem GABA-Rezeptor, gehen dann über eine COX-2-Hemmung zu einer Reduktion von Prostaglandinsynthesen. Und was man auch postuliert, da komme ich später noch mal kurz dazu, ist, dass dieser Chloridkanal passiv zum Ladungsausgleich vielleicht auch Wasser transportiert und deswegen den Ödemgehalt positiv modulieren kann. Zweite Rezeptorsituation. Vor allem die, die herzchirurgisch arbeiten. Frau Röhm hat da ja einiges klinisch zu publiziert. Jeder von uns oder viele benutzen es an der HLM. Es gibt viele Publikationen zu Pre- und Post-Conditioning mit volatilen Anästhetika. Wenn man sich solche Sachen zu Gemüte führt, hier eine Abbildung von Herrn Zaug aus Zürich, der versucht hat, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Hier spielen der Adenosinrezeptor und ein ATP-abhängiger Kaliumkanal am Mitochondrium bzw. am Sarkolem eine zentrale Rolle. Herr de Hart, der hat auch ziemlich viel mit Conditioning gearbeitet, hat es mal ein bisschen aufgedröselt. Zentraler Bestandteil ist hier die Proteinkinase C und reaktive Sauerstoffspezies, die in der Konsequenz dafür sorgen, dass die reaktive Sauerstoffspezies in der Zelle dann reduziert wird, das Calcium reduziert wird und die ATP-Synthese zellulär erhöht und zu einer erhöhten kardialen Funktion und einer reduzierten Infarktgröße kommt. Das werde ich später noch an klinischen Studien bzw. an präklinischen Studien zeigen. Es soll einfach nur mal so ein bisschen darlegen,
was da so alles passiert. Und dann haben wir noch das adaptive und das angeborene Immunsystem, das heißt die ganzen Zellen, die da so vor sich rumfliegen, die auch mit den volatilen Anästhetika in Berührung kommen und entsprechend modifiziert werden können. Hier sieht man mal, was da so alles passieren kann. Also es ist ein relativ aktueller Review aus Anesthesiology aus 2016. Es gibt einen Einfluss auf die Neutrophilen, auf die Makrophagen, die natürlichen Killerzellen und auch die Lymphozyten. Und diese Effekte sind in manifesten Inflammationssituationen wie der Sepsis natürlich ideal, aber ich werde später auch zu dem Krebspatienten zum Beispiel kommen, der auf solche Zellen angewiesen ist und eine Modulation dieser Zellen vielleicht auch negative Effekte haben kann. Hier sieht man mal, was das alles machen kann. Am Mitochondrien wirken diverseste zelluläre Rezeptoren, an denen volatile Anästhetika wirken und auch hier wieder die Proteinkinase C und NO-Synthese in der Konsequenz zellulär im Zellkern, das ist ja der Zellkern, eine Beeinflussung von proinflammatorischen Zytokinen bzw. der Apoptose. Ich habe mal ein Beispiel aus dem Labor mitgebracht, an dem man ganz gut sieht, was so passieren kann, wie man sowas nachweist. Man hat hier einfach eine Kammer, macht hier neutrophile Granulozyten drauf und macht dann hier Lipopolysaccharid, also quasi das, was gramnegative Zellen so Keime so produzieren. Und hier hat man, das ist ein Trifluor, also das ist Sevofluran mit LPS, also das gleiche, und macht hier Neutrophile drauf und wartet einfach unter einer angelegten Stromspannung, wohin die so wandern. Und hier sieht man ganz deutlich, dass wenn da Sevo auf der einen Seite ist oder das Abfallprodukt in diesem Fall, also das Hexafluoroisopropanol, die neutrophilen Granulozyten lieber zu dem LPS gehen, als zu dem, wo Sevo ist. Also ein gut sichtbarer Effekt auf die zelluläre Immunantwort unter volatiler Sedation. So, jetzt haben wir dieses Kapitel geschafft. Jetzt kommen wir mal zu dem, was, glaube ich, jeder in der Klinik macht, was auch ein bisschen Anknüpfungspunkte hat an das, was die Kollegen vor mir berichtet haben. Das erste ist die Ischämie und die Reperfusion. Wie erwähnt, hier der typische Herzinfarkt mit seiner Stenose, der entweder operativ revaskularisiert wird oder interventionell in der Kardiologie. Das Prinzip ist relativ ähnlich. Der Patient, der reanimiert wird, der hat natürlich auch eine Ischämie. Und hier die Organtransplantation. Alle drei Beispiele will ich Ihnen nur kurz zeigen. Das ist so nahezu das Einzige, was man von internistischer Seite in Bezug auf einen Herzinfarkt und eine Revaskularisierung mit volatiler Sedation findet. Die Studie ist von 2014 und die Follow-up-Studie, also was ist nach einem Jahr, aus dem Jahr 2015. Die Kollegen haben Patienten randomisiert in den Herzkatheter übernommen und da die Patienten ja im Regelfall nicht so ganz gerne am Herzkathetertisch liegen bleiben, haben sie sie sediert. Entweder ganz normal mit ein bisschen Midazolam, dass sie liegen bleiben, oder mit einer leichten Prise Sevofluran. Da ging es nicht unbedingt darum, dass die Patienten jetzt in die Apnoe gehen, sondern dass sie einfach ruhig liegen bleiben. Die haben eine Maske vorgehalten. Sevofluran ist ja, jeder von uns Anästhesisten kennt es ja eigentlich relativ gut erträglich, wenn man das in der Maske kriegt. Und dann haben sie sich einfach deskriptiv angeguckt, wie verhält sich denn typische kardiale Marker, die CK und das Troponin, nach 20, 40, 60 Stunden und konnten zeigen, dass es zwar niedriger ist, sowohl die CK als auch das Troponin, wenn die Patienten Sevofluran erhielten, die Signifikanz wurde hier aber nicht erreicht. In der Follow-up-Studie haben sie sich natürlich solche Dinge nicht mehr angeguckt, das ist schon lang passiert, aber sie haben sich die Ejektionsfraktion angeguckt als harten klinischen Surrogatparameter und konnten hier auch keine Signifikanz nachweisen zwischen den Sevofluran-sedierten Patienten und der Kontrollgruppe. Was es aber zeigte, ist, dass es zumindest durchführbar ist. Und das ist ja schon mal was, wo ich denke, der gängige Internist überhaupt nicht dran denkt, dass man sowas auch mal nehmen kann. Kommen wir zum operativen Bereich, ein Setting, das sehr gut untersucht ist, mannigfaltig untersucht, in verschiedensten Studien. Also da könnte ich wahrscheinlich allein schon eine Stunde drüber reden. Ich habe jetzt diese Studie mitgebracht, weil die versucht, diese Post- und Preconditioning-Effekte in einer Studie abzubilden. Deswegen ist wichtig, das Setting mal so ein bisschen zu erklären, sonst kommt man nicht hinterher, wer hier was ist. Sie haben 60 Patienten genommen, die eine Herz-OP gekriegt haben, in diesem Fall einen Bypass, und zwar im Off-Pump-Verfahren. 40 davon haben Sevofluran gekriegt, 20 Propofol.
Diese 20 haben dann auf der Intensivstation weiter Propofol gekriegt. Von diesen Sevofluran 40 haben 20 auf der Intensivstation dann Propofol gekriegt und 20 weiter Sevofluran. Sodass wir hier quasi den Pre-Conditioning-Arm haben und hier quasi den, ja, kann man sehen, wie man will, kompletten Conditioning-Arm. Nun haben Sie sich auch ganz deskriptiv, postoperativ angeguckt, was passiert in den ersten beiden Tagen mit typischen Herzinsuffizienzmarkern und kardialen Schädigungsmarkern. Sie haben sich das Troponin angeguckt und das heißt Sevofluran im OP, Sevofluran auf Station, Propofol, Propofol-Gruppe, Sevofluran im OP, Propofol in der Intensivstation. Und hier sieht man ganz deutlich, dass in Abhängigkeit der Dauer der Sevoflurangabe, sowohl prä- als auch intra- als auch postoperativ, das Troponin signifikant unterschiedlich nach 24 Stunden war und hier das NT-proPNB als Kardioinsuffizienzmarker bis 48 Stunden auch in Abhängigkeit der Dauer der Sevoflurangabe die Herzfunktion, zumindest laborchemisch, deutlich besser war. Jetzt ist die Frage, macht das Zeug auch Sinn, indem man es dann einfach nur postoperativ annimmt? Frau Röhm hatte ja eine Studie gemacht, da hatte sie auch Herzpatienten geweant über die Anaconda und Herr Steurer hat aus der Arbeitsgruppe von Frau Beck-Schirmer das Ganze auch untersucht und hat den Patienten, in Zürich ist es etabliert, dass man IV an der Maschine arbeitet, dann postoperativ entweder weiter IV gegeben oder Sevofluran, also im Sinne eines reinen Post-Conditioning-Effekts, und er konnte auch zeigen, dass am ersten postoperativen Tag sowohl das Troponin als auch das CK in der Gruppe der volatil sedierten Patienten signifikant niedriger war. Weiterer Faktor ist die Reanimation. So macht es ja Sinn, bei solchen Überlegungen, Post-Conditioning, wir müssen den Patienten reanimieren, vielleicht auch volatil zu sedieren. Das ist eine Studie, die im Labor entstand, aber die vielleicht erste Hinweise gibt, wie wir das auch weiter nutzen können. Es sind 32 Tiere, die entweder konventionell sediert wurden oder postkonditioniert wurden mit Sevofluran. Die hat man dann untersucht auf mitochondrialer Ebene und echokardiografisch, also zum Ablauf her. Die kriegen so ein Flimmer-Äquivalent, dann sind die eine Zeit lang quasi asystol oder ischäm, indem sie flimmern, dann werden sie reanimiert und irgendwann werden sie wieder aufgeweckt. Ja, und dann untersucht man die Tiere. Und das, was man da herausgefunden hat, aus rein klinischer Sicht, ist konventionell die linksventrikuläre EF in der Echokardiographie nach 15 Minuten, einer Stunde, 4 Stunden im Vergleich zu derer, die eben Konditionierung erhielten. Und hier sieht man deutlich, dass die Tiere, die Sevofluran erhalten haben, deutlich besser kontraktil waren als die Tiere, die konventionell sediert wurden. Das hier ist wieder sehr experimentell. Es zeigt mitochondriale Funktionen, also Energiestoffwechsel. Und hier sieht man auf der einen Seite das ATP, das weiße Balken sind die postkonditionierten Tiere, signifikant höher war, auch dieser Respiratory Index, also auf mitochondrialer Ebene, also die Phosphorylierung beschreibend, deutlich signifikant besser, wenn Sevofluran sediert, und auch die Calciumsituation, die essentiell ist für eine myokardiale Kontraktion, intrazellulär besser, wenn Sevofluran mediziert. Tierstudie, nicht unbedingt 100%ig human übertragbar, aber vielleicht was, wo man sich mal Gedanken zu machen sollte. Ischämie-Reperfusion habe ich als Beispiel auch genannt. Ein typisches Beispiel ist die Transplantation von Organen. Die Patienten kriegen zur Entnahme, wenn es keine Kadaverspende ist, wie zum Beispiel hier, da geht es um Nierentransplantationen, kriegen zur Explantation zum Beispiel volatile Anästhetika im Sinne einer Präkonditionierung. Das Organ ist dann konditioniert und dann ist die Frage, ist denn das dann besser, wenn man es wieder einbaut oder schlechter oder hat es irgendeinen Effekt? Vor allem, wenn man hier mit Sevofluran arbeitet, also dem volatilen Anästhetikum, dem einzigen, das eine Phase-2-Reaktion durchmacht und immer beschuldigt wird, durch die Fluoridproduktion nephrotoxisch zu wirken, was bis dato nicht in Gänze nachgewiesen ist. Also eine klinische Studie die ist relativ neu, ich glaube 2016 oder so,
im BGA publiziert und die haben sich eben hier auf der einen Seite mal die Wochen mit Transplantatreaktion nachgeschaut und da sieht man nach 100 Wochen deutlich mehr Reaktion in Organen, wenn Propofol sediert worden ist. Das Pro-Se sind die Patienten, die vor Explantation Propofol gekriegt haben und also zur Implantation dann Sevofluran. Das sind diese Mischpatienten. Schaut man sich aber renale Schädigungsmarker an, also KIM-1, NAH und diesen FAP, so gibt es doch auch signifikante Hinweise, dass Sevofluran im Vergleich dazu dafür sorgt, dass es zu einem signifikanten Anstieg von Schädigungsmarkern gibt. Das ist aus dem Urin bestimmt. Im Systemischen gab es keine Unterschiede. Es gibt auch keine Unterschiede in der für uns primär messbaren Nierenfunktion, also das heißt Krea-Harnstoff. Es gibt auch keine erhäufigten Dialysefrequenzen bei diesen Patienten, aber es sind natürlich Dinge, die man vor allem in Langzeitanwendungen weiter evaluieren muss und dem Ganzen wachsam gegenüber sein muss. Wieder aus der Gruppe in Zürich, die haben sich die Transplantation der Niere angeguckt und haben auch überlegt, Mensch, gibt es da Vorteile in der Nierentransplantation? Ja, im Regelfall eine Kadaverspende, gibt es auch teilweise, aber in vivo, aber das sind Transplantate, die aus dem Kadaver entnommen wurden. Und hier gibt es keinerlei Unterschiede, sowohl im Organ-Injury als auch im Outcome zwischen diesen beiden Regimen, sodass man da sagen kann, die Datenlage jetzt macht, was ihr wollt. Gibt im Moment keinen Hinweis, dass es da einen Unterschied gibt. Kommen wir zur Lunge. Hier haben wir ja das Krankheitsbild des ARDS, des Lung Injury, und wenn man sich nur überlegt, wo werden denn die volatilen Anästhetika primär resorbiert, das ist die Lunge. Die kommen da rein, die gehen in Kontakt mit dem Epithel und so weiter und es gibt antiinflammatorische Effekte, das wäre ideal für diese Patienten. Ich fange mal mit einem Tiermodell an, das war lange Zeit das längste, das sind 6 Stunden, dann hat man Tiere entweder mit Sevofluran oder mit Disoprevan sediert, hat ihnen eine Lung-Injury, also man hat ihnen einfach Keime oder deren Produkte in die Lunge appliziert und hat so ein ADS provoziert und hat sie einfach sediert und geguckt, was passiert denn. Und man konnte auf der einen Seite nachweisen, dass für uns jetzt von klinischer Seite der Horowitz-Index signifikant unterschiedlich ist, wenn diese Tiere eben volatil sediert werden. Also wir haben hier vor allem für uns interessant die mit den Vierecken, das Propofol-LPS, das schwarze, und das runde ist Sevo-LPS. Und da sieht man hier nach 6 Stunden den deutlich signifikanten Horowitz-Index. Also hier sind wir bei knapp 300, was ja gerade mal nach Berlin-Definition ein ADS ist, ein mildes. Und hier sind wir schon unter 100, was ein schwerwiegendes ADS ist bei den Tieren. Man hat sich auch den Zellgehalt der Lavageflüssigkeit der Lunge angeguckt und konnte hier auch zeigen, dass, wenn die Tiere Propofol bekommen haben, im Gegensatz zu Sevofluran, deutlich mehr Zellen und in der akuten Inflammation natürlich nahezu nur neutrophile Granulozyten in der Lunge hatten. Darauf aufbauend dürfte ich das Ganze nochmal bearbeiten und habe das eben in diesen Langzeitaspekt übersetzt und habe so eine kleine Tierintensivstation gebaut und habe 24 Stunden diese Tiere im Lung Injury sediert und untersucht im gleichen Setting mit Sevofluran. Und auch hier sieht man diesen deutlichen Unterschied über die 24 Stunden, dass die Tiere, die Propofol kriegen mit LPS in der Lunge, also mit einer Pneumonie, deutlich schneller mit dem Horowitz abfallen als die, die Sevofluran bekommen. Auch der Zellcount in der Lunge zeigt gleiches Bild nach 24 Stunden. Schaut man sich die bronchial gewonnenen, also mittels Lavage gewonnenen Inflammationszytokine an. Das IL-6 ist ja was viele Leute kennen, auch das Sync-1 ist entsprechend der Peaks, wo sie eben zu erwarten sind, signifikant unterschiedlich zwischen den beiden Gruppen zugunsten derer, die Sevofluran erhalten haben. Antiinflammatorisch beim IL-10 gab es allerdings keine Effekte zu verzeichnen. Sodass man sagen muss, mit diesen Daten wäre es ja vielleicht ideal, die ARDS-Patienten volatil zu sedieren, zumal wir jetzt die Möglichkeit haben, mit der Anaconda S das Tidalvolumen weit runterzufahren, da der Totraum ja sinkt. Und genau das ist jetzt auch übersetzt worden. Die Jungs da habe ich kennengelernt, mal am ESICIM. Das ist eine ganz lustige Gruppe aus Frankreich, die
mittlerweile im Blue Journal, also Impact über 10, wirklich sehr hoch publiziert hat. Und das sind erst die Pilotdaten von Patienten im ARDS am Krankenbett, die Midazolam gegen Sevofluran sediert wurden. Und die kommen auf gleiches Bild, was in den Tieren zu verifizieren war, sodass, wenn sich die Daten bestätigen, man provokant sagen könnte, es ist eigentlich fahrlässig, intravenös ARDS-Patienten zu sedieren. Sage ich provokant, man weiß nicht, was da noch alles kommt, was hinten dran hängt in Langzeitdaten und dergleichen. Aber wenn man sich nur den Horowitz-Index anschaut, die Inflammationskaskade anschaut, hier alveolär oder auch im Plasma gemessen, spricht alles dafür, solche Patienten volatil zu sedieren. Ich habe auch noch von Herrn Meiser was mitgebracht, weil ja viele sagen, Mensch, Inflammation, Lunge schlecht, müssen wir an die ECMO nehmen. Ist eine ganz einfache Case Series, um nachzuweisen, dass das auch problemlos möglich ist, Patienten an der ECMO volatil zu sedieren. Ich wollte es nur mal zeigen, dass man sagt, nicht, oh Mensch, jetzt ist er an der ECMO, geht das überhaupt? Es geht problemlos. Was wir derzeit machen, ist genau das andere. Es funktioniert gut, die Inflammation der Lunge zu reduzieren, aber was an der Lunge funktioniert, war unsere Überlegung, funktioniert das vielleicht auch mit Keimen? Sodass wir jetzt begonnen haben, mal Keime zu sedieren. Klingt komisch. Aber vielleicht macht das Gas ja auch was mit Keimen. Und es ist wirklich so, also wir haben quasi ganz normale klinisch verwendbare Konzentrationen verwendet, haben Keime 24 Stunden bebrütet unter diesem Gas und dann geguckt, wie die wachsen. Wachsen die anders? Wachsen die mehr? Es könnte ja durchaus sein, dass es super ist für so einen Keim, für so einen Staff, dass der denkt, Mensch, jetzt wachse ich viel mehr. Es gibt zwei unterschiedliche Untersuchungsmethoden. Entweder man zählt die koloniebildenden Einheiten, das ist ein bisschen ein scharfes, schwer zu trennendes Tool. Da gibt es keine Unterschiede. Wenn wir aber anfangen, die optische Dichte zu vermessen, dann gibt es sowohl für den E. coli als auch für den Staph aureus nach 24 Stunden beziehungsweise auch schon nach 18 Stunden signifikant niedrigere Wachstumsraten, wenn die Keime, volatil begast wurden. Sodass wir das jetzt mit 36 Stunden machen und auch mit anderen Keimen und auch mal ins Tier gehen wollen, um zu untersuchen, was passiert denn mit den Keimen. Das Letzte, die Sepsis. Ein Krankheitsbild, das jeder von uns hat und mannigfaltig und wir immer wieder an Grenzen kommen. Ob die Sedation das heilt, wage ich zu bezweifeln. Das sage ich ganz ehrlich. Da braucht man Zeit, Geschwindigkeit, einen Chirurgen, eine ordentliche Antibiose. Solche Dinge helfen dem Patienten viel mehr. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, mit der Auswahl unseres Sedativums dem Patienten additiv Nutzen zukommen zu lassen. Und da gibt es leider extrem wenig Daten, was verwundert. Das ist von Herrn Schlepfer, der kommt auch aus der Arbeitsgruppe von Frau Beck-Schirmer in Zürich und der hat quasi meinen Ansatz parallel in den USA durchgeführt und zwar mit einem Sepsismodell, das nennt sich CLP, also Single Ligand Puncture. Man nimmt da von Tieren ein Stück Darm definiertes, macht da 3 Löcher rein. Konsequenz ist, dass Darminhalt in das Peritoneum kommt, also man eine massive peritoneale Sepsis induziert. Und er hat dann auch nichts weiter getan, als die Tiere verschieden zu sediert und mal geguckt, was da passiert. Und wenn man sich anschaut, das sind die 3, er hat alle 3 volatil auf der Intensivstation verfügbaren Sedativa verwendet, volatiler, Isofluran, Sevofluran und Desfluran. Und die rote Gruppe sind die Propofol-Tiere. Und jetzt guckt man sich mal an, was nach 24 Stunden noch lebt. Das sind nur die Tiere, die volatil sediert wurden. Alle anderen Tiere, die Propofol erhalten, waren alle tot nach 24 Stunden. Gleiches Regime, gleiches Volumenmanagement, gleiche Katecholamintherapie, gleiche Beatmung. Rein das Medikament. Er hat sich auch die Inflammationsparameter angeguckt, er hat die Endotoxin-Levels gemessen und auch hier gibt es deutlich und signifikante Anzeichen dafür, dass die volatile Sedation die Inflammation reduziert. Also Dinge, die wir eigentlich schon kennen, aber ich nicht weiß, ob jemand von Ihnen zum Beispiel sagt, Mensch, der hat eine Sepsis, dann nehmen wir doch lieber Gas. Bis jetzt wahrscheinlich nicht. Ich möchte mit dem Komplex schließen, um zum Letzten zu kommen, nämlich das, was uns alles noch fehlt. Und das ist mehr, als man denkt. Die Daten sind ja relativ gut, aber sie sind auch relativ überschaubar.
und sie sind auch relativ nur im Tier oder in der Petrischale, sodass uns vor allem die klinische Evidenz dazu fehlt, die ohne Frage essentiell ist. Wir müssen uns auch überlegen, ich bin nach Lübeck gekommen und wusste gar nicht, dass die in Lübeck auch so Sachen schon untersucht haben, bevor ich da war. Ich war sehr erfreut. Da hat man mal geguckt, wie die kognitive Funktion ist. Jetzt sagt er, das heißt ja Inflammation, was der Herr Kellner da erzählt. Die Inflammation und Delir und kognitive Defizite, das sind Dinge, die unabdingbar miteinander verquickt sind. Auch die Neuroinflammation hat einen großen Stellenwert und ist wahrscheinlich durch volatile Sedation angehbar. In dieser Studie war es zum Beispiel so, dass die Volatilsedierten weniger delirant waren als die IV-sedierten Patienten. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich überlegen, was ist mit Langzeitdaten. Diese Patienten sind hier nur postoperativ betrachtet worden für 24 Stunden. Was sind es denn mit denen, die 10 Tage sediert sind? Wie kommen denn die raus? Wie sind die nach einem Jahr? Wie sind die nach 2 Jahren? Das sind Daten, die uns für das Propofol, für das Midazolam sicher bekannt sind und auch sicher der Grund dafür sind, dass die Empfehlungen der DGAI noch Grade of Recommendation 0 sind. Aber nur mit solchen Daten werden wir da auch weiterkommen. Zweites, die Sepsis. Ja, sind ja super Daten, die sind aber aus dem Tier. Uns fehlen komplett die humane Situation. Es ist völlig unklar, wie da die Pathways laufen. Und auch für alternative Ideen muss man sich natürlich überlegen, was man tut. Diese Alternativen sind eine Sache, die sind sehr spannend. Man hat auch in der Arbeitsgruppe in Zürich mal untersucht, was ist denn eigentlich mit den Abfallprodukten? Also wir haben ja gelernt, es wird ein bisschen metabolisiert, Sevofluran immerhin mit 3–5% zu Hexafluoroisopropanol, einem ganz billigen Lösungsmittel. Und dieses Hexafluoroisopropanol hat auch ähnliche antientzündliche oder immunmodulatorische Wirkungen, wie es das Sevofluran hat, aber völlig ohne Sedationseffekt. Ja, es sind alles Dinge, die sind noch sehr jung, die sind noch sehr unreif, aber vielleicht die Möglichkeit für die Zukunft. Und das ist was uns, nachdenklich machen sollte bei allen Dingen, die uns positiv auffallen, an Immunmodulation, an Weaning-Zeiten, an Kosten, an ITS-Aufenthaltsdauern. Das ist eine große retrospektive Analyse von 2016 aus dem perioperativen Setting, in dem er Tumorpatienten untersucht hat, die volatil sediert worden sind oder IV-sediert worden sind. Einfach ganz plakativ, wie ist das Überleben nach 5 Jahren? Und hier gibt es halt, also wir reden hier nicht von 5 gegen 7, sondern wir reden hier von einem Patientengut von über 7.000. Und diese 7.000 zeigen eben zu Ungunsten der Inhalationssedation ein erniedrigtes Überleben. Und da wir volatil sedieren und lang sedieren wollen, die Effekte auf der Intensivstation nutzen wollen und die Intensivmedizin aber immer mehr in Outcome-Orientierung geht, in Patienten- und Lebensqualität geht, ist es unabdingbar, auch die Phasen nach unserer Aufenthaltsdauer weiter zu betrachten. Und solche Daten müssen natürlich prospektiv evaluiert werden. Es ist wichtig, dass wir uns überlegen, ist es tumorspezifisch? Gibt es Tumoren, die vielleicht profitieren von einer volatilen Sedierung? Gibt es welche, wo wir vielleicht wirklich vorsichtiger sein müssen? Und wir müssen auch überlegen, warum ist es so? Das sind Dinge, die natürlich aktuell untersucht werden, aber da gibt es der Weisheit letzter Schluss nicht. Sodass ich damit schließen möchte und allen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit danke.